Das Wichtigste war, dass ich seinen Zustand so angenommen habe, dass ich das akzeptiert habe. Es ist jetzt so, es ist so gekommen, warum auch immer. Und wir schauen jetzt nach vorne. Und dass ich ihn auch nicht unter Druck gesetzt habe oder dass ich Schuld zugewiesen habe. Was hast du jetzt gemacht? Warum? Das habe ich also nicht gemacht. Und ich denke, die Akzeptanz, ihn so zu nehmen, wie er ist, mit seinen Problemen, das war das Wichtigste. Ich selbst hatte also gar keinen Verdacht. Ich wusste zwar, irgendwas stimmt nicht. Und wir wussten dann also auch von dem Cannabis, dass es endlich raus war, dass wir wussten, was los ist, weil es fehlte ja auch manchmal Geld zu Hause. Das ist auch so eine Sache. Und mir ist auch Schmuck abhanden gekommen. Er hat dann auch die Bundeswehr nicht weitergemacht. Er hat dann Zivildienst machen wollen. Das hat er also alles nicht mehr geschafft. Und herausgekommen ist es durch eine Freundin. Seiner damaligen Freundin, die hatte schon Erfahrung damit, die hatte andere Freunde gehabt, die Heroin konsumierten und kannte dann diese Anzeichen, und sie hatte mir das praktisch mitgeteilt. Ein Streitgespräch, er hat es also sofort erzählt und ich hatte den Eindruck, dass er da sehr erleichtert war. Also er hat an Gewicht abgenommen, sehr stark. Machte auch meistens einen gestressten Eindruck, war ja unpünktlich beziehungsweise auch so durchgängig unzuverlässig. Also der Alltag, der lief überhaupt nicht mehr so planmäßig ab wie vorher. Es war alles durcheinander. Also zunächst mal ist er so in der allerersten Zeit, als ich das jetzt wusste, ist er auch mal zusammengebrochen in der Stadt und da waren dann andere Passanten, die hatten schon den Krankenwagen gerufen. Da ist er also auf der Intensivstation gelandet, eines Krankenhauses. Und ja, dann war Gefängnisaufenthalt irgendwann. Es hat sich alles summiert. Und da war er jetzt vor 2 Jahren noch mal im Krankenhaus, weil er einen Abszess am Arm hatte und musste operiert werden. Die schwierigste war, als er ins Gefängnis kam. Das war also ganz schwer. Dann die ersten Besuche, also natürlich wollte ich ihn sehen, das ist keine Frage, aber einfach diese neue Situation wieder, damit fertig zu werden, das war sehr schwer. Er war halt auch der Krankenhausaufenthalt zuletzt, weil dann auch wieder die Angst da steht, ist der Arm hinterher in Ordnung oder muss er abgenommen werden? Das war einfach dieser Stress, den er nicht mehr haben wollte, die Beschaffungskriminalität, aus der er rauskommen wollte. Und das waren ganz starke Argumente für ihn. Also er hat das auch selbst entschieden, dass er da raus wollte. Und das erzählt er auch heute noch, dass das für ihn einfach so ein tolles Gefühl war. Er hat das erste Mal auch schlafen können, richtig durchschlafen können. Er war einfach ruhig und hatte wirklich auch wieder Zeit, ja, alltägliche Dinge zu erledigen. Es war so, dass er einfach ja auch ruhiger geworden war, hat auch wieder an Gewicht zugenommen und mehr Wert auf Äußeres gelegt, weil er ja mehr Zeit hatte. Das sind also alles Pluspunkte gewesen und die ja auch beruhigend waren für mich. Da hat der Arzt mir das so ganz grob erklärt, dass ich das halt als Medikament sehen müsste, was er täglich braucht, genauso wie ein Diabetiker sein Insulin. Ich hatte also nicht genügend Informationen. Ja, also mir ist in der Drogenberatung eine Selbsthilfegruppe genannt worden. Da sind Eltern oder Angehörige von Drogenabhängigen, die sich da 2-wöchentlich treffen. Hatte ich natürlich auch noch nie was gehört vorher. Und die habe ich aber ziemlich schnell aufgesucht. Und durch diesen Erfahrungsaustausch
weil andere waren auch schon, da waren die Kinder älter, die hatten schon diese Erfahrung gemacht, hatten auch viel mehr Wissen. Also da habe ich eigentlich das meiste erfahren. Nur es gibt eben doch viele Informationen, die mir fehlten, die ich heute habe. Einfach weil ich doch über Fachtagungen oder auch Kongresse oder über unsere Elterngruppe bekommen habe inzwischen, die mir aber zum Teil in den Jahren vorher fehlten. Und da würde ich mir wünschen, ja, dass da einfach die Menschen vorher ein bisschen mehr Bescheid wissen. Das heißt, setzt auch voraus, dass auch die Eltern sich Wissen aneignen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um das überhaupt zu verstehen. Und gemeinsam, wenn es irgendwie möglich ist, zumindest im Gespräch zu bleiben und auch dafür zu sorgen, dass die Tür offen bleibt für das Kind. Das ist die Rolle, einfach da zu sein, wenn er Hilfe braucht, und dass er dadurch, glaube ich zumindest, auch überlebt hat bis heute.